Ich stehe jetzt hier auf dem Dach des Forum Kreuzbergs und werde mich mit dem Leiter und Begründer des Michael Tschechow-Studios, das sich ebenfalls hier befindet, unterhalten über die großen Fragen der Kunst. Also Jobst, was ist für dich Kunst? Was ist Kunst? Naja, eigentlich Verwandlung, Transformation. Es gibt ja ganz viele Künste. Also fangen wir mal an bei der Kochkunst. Du hast eine Kartoffel und dann musst du sie verwandeln, damit man sie essen kann. Man kann sie natürlich auch im rohen Zustand essen, aber schmeckt nicht unbedingt so gut. Das heißt also, ich nehme eine Sache und verwandle sie in einen neuen Zustand. Und wenn man jetzt die Kochkunst ein bisschen weiter anguckt, dann geht es natürlich um Würzen. Oder man könnte sagen, um Ausgleich von Kräften, würde man dann vielleicht sagen. Oder in der Musik würde man sagen, wie zwei Kräfte miteinander korrespondieren. Im Kochen würde man sagen, abschmecken. Wie viel Salz muss denn dabei? Ja? Wenn ich jetzt einen Kuchen mache, wie viel Zucker, wie viel Mehl, wie viel Ei und so weiter. Also, dass man die Verhältnisse irgendwie ausbalanciert mit dem Ziel, dass es natürlich ganz toll schmeckt. Ja. Ist doch klar. Und dann gibt es ja noch andere Künste, zum Beispiel die Kampfkünste. Da geht es jetzt, wenn man jetzt mal Aikido nimmt, ja nie darum, dass ich angreife, sondern dass eine Kraft auf mich zukommt und ich jetzt versuche, mit der umzugehen. Und zwar so, dass sie mich nicht zerstört und im Idealfall sich selbst verzehrt. Ja? Und interessanterweise spielt bei den Kampfkünsten, besonders beim Aikido, das Thema Imagination eine große Rolle. Im Aikido heißt es, man muss den Gegner im Geiste schon geworfen sehen, bevor er einen anfasst. Guckt also ein bisschen in die Zukunft rein. Was könnte da gleich passieren? So, Musik. Ja, wenn du dir mal vorstellst, die ganzen Sklaven in Amerika, die dann die Gospels erfunden haben oder entwickelt haben oder den ganzen Dixieland und den Jazz und all diese Dinge, das sind Gesänge gewesen, wo sie eigentlich ihr Leid versucht haben, in der Musik zu verarbeiten, um Hoffnung zu schöpfen wieder und. Und in der Musik hat man das ganz viel, dass man entweder Freude zum Ausdruck bringt, Hochzeitstänze oder sowas, oder eine Trauer versucht irgendwie zu verarbeiten und die Musik ist da ein sehr großer Helfer. Ja, die bringt einen in andere Stimmung, also Verwandlung der Stimmung. Und jetzt theaterbezogen geht es im Grunde genommen seit alters her um die Verwandlung von sozialen Prozessen. Just, bei einer Kartoffel verstehe ich das ja irgendwie, wie das von einer Kartoffel zu einem leckeren Essen wird. Und bei der Kampfkunst vielleicht auch, wie man da was transformiert. Aber Transformation im Großen gedacht oder im Sozialen, das ist mir zu abstrakt. Sag mal, wie kann ich mir das vorstellen? Pass auf, guck mal, du musst mal einfach nur hier runterkommen. Komm mal her. Also, wenn du hier hinguckst, als du das erste Mal gesehen hast, was hast du da geglaubt, was das wohl ist? Vielleicht ein Lager oder irgendwas, was zur Bahn gehört oder so. Na, ich erzähl dir mal, was das ist. Okay. Das war die ehemalige Heeresbäckerei. Okay. So Da, stark im Stadtzentrum? ja. Früher waren die Soldaten hier in der Stadt stationiert, weil es noch keine Fliegerangriffe gab. Und da, in diesem Ding, wurde das Brot für das Militär gebacken. Und dann weiter, wenn du da runter guckst, an der Spree, da siehst du so einen schönen Stumpf. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Es liegt mitten in der Spree, also wahrscheinlich ein Teil von der Brücke oder so. Richtig. Und diese Brücke ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und nicht wieder aufgebaut worden. Okay. Und wenn du jetzt weiter guckst, dahinter, dann siehst du da die Berliner Mauer. Den Rest davon, das ist die East Side Gallery. Was die Berliner Mauer war, das weißt du vermutlich. Ja? Genau. Und wenn du jetzt hier rüber guckst, siehst du ein wunderschönes Haus. Das sind jetzt so die neuen Errungenschaften. Ich denke, wir gehen mal runter und gucken uns das von unten an. Ja. Okay? Ja. Also das hier ist jetzt die Heeresbäckerei nochmal von unten. Und jetzt gehen wir dann mal weiter da die Brommi-Straße runter zu der Brücke, zur Spree. So, jetzt sind wir also hier unten an der Spree. Und das hier ist jetzt die Heeresbäckerei. Hier unser Stumpf von unserer Wahnsinnsbrücke. Ja. Und dahinter, das alles ist die Berliner Mauer gewesen. Ja. Ja?
Hier sah es natürlich mal ein bisschen anders aus. Ich habe ein Video dabei, das kann ich dir mal zeigen. Okay. Machen wir gleich. Aber man muss sich eins klar machen. Man sieht jetzt hier so ein Gebäude, wie die Heeresbäckerei. Aber dahinter stehen natürlich Gedanken. Und genauso hier hinter diesem Stumpf von der Brücke, da stehen auch Gedanken dahinter. Hinter der Mauer auch, hinter diesem Haus auch. Also das, wie sagt man immer so schön, das Wesentliche ist unsichtbar. Und wenn man jetzt mal probiert zu verstehen, was steht denn dahinter, hinter der Heeresbäckerei, da stand natürlich der Kolonialismus dahinter und die Frage, dass Deutschland sich, das Deutsche Kaiserreich sich verteidigen muss gegen die Russen, die Bösen und gegen die bösen Franzosen. Und hinter diesem Stumpf, das ist ja nur einer von ganz, ganz, ganz vielen, du kommst aus Dresden und weißt, wie die Frauenkirche ausgesehen hat. Ja. Da stand natürlich mal die Idee des Tausendjährigen Reiches. Da hat sich einer was ausgedacht. Und bei der Berliner Mauer ist es nicht anders. Das Ding hatte mal einen Namen, das hieß nämlich mal antifaschistischer Schutzwall. Also hinter diesen ganzen Dingen, die wir gerade sehen, stehen gewaltige Gedanken. Und diese Gedanken, die sind eigentlich der interessante Punkt. Ja. Aber ich kann dir, wie gesagt, noch mal das Video zeigen, wie es hier eigentlich mal aussah. Also das hier ist die Aufnahme von einem Video, wo welche versucht haben, hier durch die Spree zu schwimmen. Auf einem Schnellboot nähern sich bewaffnete Grenzsoldaten. Die 3 jungen Männer haben das Westufer erreicht. Nur der flüchtenden Frau fehlt kurz vor dem Ziel die Kraft, sich an der Ufermauer hochzuziehen. Später berichtete sie: Ich habe gedacht, der kann doch nicht einfach schießen, weil er eben gesagt hat, er schießt. Er hat die ja richtig angeladen und sie sagt, ich soll rauskommen, aber ich wusste ganz noch, wenn ich jetzt aufs Boot zurückgehe, ist aus. Wenn die jetzt das Ufer loslassen würde, würde sie gefangen genommen werden. Aber weil sie das Westberliner Ufer berührt hat, dürfen die Grenzpatrouillen nichts machen. So sah das früher hier aus. Das ist ein bisschen weiter unten gewesen an der Spree. Ja, man sieht die Mauer da hinten. Nochmal? Man sieht die Mauer dort hinten. Genau, da hinten sieht man die Mauer und da ist sie jetzt gerettet und ist fix und fertig. Oh ja. Und so weiter. Also jetzt habe ich gerade ganz viele Ergebnisse von diesen riesigen Gedanken gesehen. Aber wie kann man denn einen Gegengedanken entwickeln? Ja, ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Als der Michael Wilhelmi hier das Forum Kreuzberg gegründet hat, da war Kreuzberg hier so der letzte Zipfel von West-Berlin. Hier sind nur Fernfahrer hingekommen, hier waren die Hafenlager von der Behala, leerstehende Wohnungen, an den Häusern noch ganz viele Zerstörungen vom Krieg zu sehen. Der letzte Zipfel von Kreuzberg und dann hier direkt die Mauer. Und ein Freund von ihm hat ihn gefragt, sag mal, warum gründest du hier direkt an der Mauer, an diesem letzten Zipfel der Welt, ein Forum? Da kommt doch kein Mensch hin. Und dann hat er gesagt, weißt du, die Mauer steht nicht ewig. Und außerdem muss man sie wegdenken. Und das hört sich natürlich ein bisschen komisch an. Aber wenn man sich mal genau klar macht, die Situation, dann haben im Osten und im Westen sehr viele Menschen über diese Frage nachgedacht. Weil das, wie es war, das war keine sehr fürstliche Situation. Im Osten bist du von der Stasi verfolgt worden, wenn du nicht linientreu gedacht hast. Also die legten ja sehr viel Wert darauf, dass du so denkst, wie sie es gerne hätten. Das heißt also im Grunde genommen, das Denken wurde okkupiert und wurde dirigiert. Von Freiheit keine Spur. Und wenn du dagegen protestiert hast, dann hast du sehr große Probleme bekommen. Und im Theater sind da sehr viele Menschen gewesen, die da massive andere Gedanken gedacht haben. Allen voran Heiner Müller, aber noch viele andere natürlich. Aber es sind nicht nur Theaterleute gewesen, die da andere Gedanken gedacht haben, sondern es sind auch Intellektuelle gewesen in Kirchenkreisen und so weiter. Und sowohl im Osten als auch im Westen hat man sehr viel über diese Frage nachgedacht. Und irgendwann hat das dann auch funktioniert. Dann ist die Mauer gekippt. Und die kleine Anekdote von Gorbatschow dazu, er hat ja eine tolle Frau gehabt, die Philosophin war und die dann nachts ihm wahrscheinlich gesagt hat, du Gorbi, das muss anders werden. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt auch gewesen, dass die Mauer gekippt ist. Aber es fing wieder am Denken an.
okay, Gedanken denken, das ist jetzt erstmal schön und gut, aber woher weiß ich, dass das der richtige Gedanke ist, den ich jetzt gerade denke? Dass es keine Illusion ist oder ein Gedankenpalast, der sofort zusammenstürzt, wenn er Wirklichkeit werden soll? Oder wie kann er Wirklichkeit werden, der Gedanke? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also, dass Gedanken wirksam sind, das kann man ja eigentlich am Negativbeispiel sehen. Zum Beispiel, warum hat die Stasi so unendlich sich bemüht, dass ganz bestimmte Gedanken nicht populär werden? Also das klassische Dissidentenschicksal. Wenn Menschen nicht so denken, wie der Staat es vorgibt, dann gibt es da Riesenprobleme. Die sind dann inhaftiert worden oder haben sonstige Behinderungen bekommen, ja, bis hin zu Morden ja auch. Also kann man fragen, warum haben totalitäre Regime so viel Angst vor freien Menschen, die was denken? Und warum haben sie so unendliche Angst davor, dass diese Gedanken sich verbreiten? Also da ist was dran an diesen Gedanken. Sonst würden die nicht sich so vor der schützen. Und die zweite Geschichte, dass Gedanken Wirklichkeit werden können, das kann man bei Viktor Frankl sehen. Viktor Frankl war ja im Konzentrationslager, ich glaube 6 Jahre war er drin. Und immer wenn er in ganz schwierigen Situationen war, dann hat er sich vorgestellt, er steht jetzt in einem Hörsaal in Wien, geheizt, wunderbar, alles prima, und erzählt seinen Studenten, was er jetzt hier im Konzentrationslager gerade erlebt. Und das Verrückte ist, dass das Wirklichkeit geworden ist. Jetzt könnte man natürlich kommen und sagen, ja, das haben doch auch andere im Konzentrationslager gedacht und es hat nicht funktioniert. Ja, das ist zweifellos eine sehr schwierige Frage und die kann ich auch ehrlich gesagt nicht komplett beantworten. Aber es ist erstmal, auch wenn man natürlich da immer mit dem changierenden Problem zu tun hat, Illusion und Wahrheit, das ist ein Problem, da muss man irgendwie durchkommen und gucken, kann man zu den Gedanken stehen, ja oder nein. Man muss es innerlich prüfen mit der Wahrheit. Schwierige Sache. Wie das geht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht endgültig. Ich sehe nur, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht funktioniert. Das ist, by the way, in der Krebstherapie nicht anders. Es gibt auch da Vorgänge, wo Menschen andere Gedanken denken und das eine Wirkung hat in ihrem Körper. Bis rein in die Körperzellen, in den genetischen Code, wie Bruce Lipton sagt, ein amerikanischer Molekularbiologe. Du kannst durch das Denken deinen Gencode verändern. Ist nicht sehr populär, ist es aber so. Aber da kommt mir jetzt sofort die Frage auf, kann man das auch lernen? Wie lernt man sowas? Anders denken und dass Gedanken Wirklichkeit werden? Und inwiefern hat das mit Schauspiel zu tun? Na, da machen wir vielleicht mal einen Ausflug nach Griechenland. Warum es überhaupt das Theater gibt oder das abendländische Theater. Die Griechen hatten lange Jahre unter Tyrannen gelitten. Und je nachdem, ob das gute Herrscher waren oder schlechte Herrscher, ging es ihnen gut oder schlecht. Aber das war immer sehr ein Vagabondspiel. Und irgendwann merkten sie, diese Abhängigkeit von einem einzigen Menschen, das ist nicht die Lösung. Wir müssen versuchen, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und eine Demokratie gründen. Aber wenn man eine Demokratie gründen will, muss man empathiefähig sein. Bei den Griechen galt das allerdings als Schwäche, wenn man Mitleid mit dem Nachbarn hat. So wie bei den Japanern noch 1945 zum Zweiten Weltkrieg. Ein mitleidiger Mensch ist ein schwacher Mensch. Aber wenn ich jetzt eine Demokratie gründen will und einen Staat gründen will, wo man sich gegenseitig hilft, dann wussten die ja damals gar nicht, wie das geht. Die mussten das erfinden. Und jetzt kommt die Riesenfrage, wie kann man das denn machen, dass man empathiefähig wird? Und das ist ja klar, wenn man dann sich entwickelt, macht man viele Fehler. Und diese Fehler muss man sich angucken. Sonst kann man sie nicht verändern. Also Transformation hängt damit zusammen, dass ich mir die Fakten angucke und dann sehr genau gucke, was kann ich ändern. Wenn ich genau gucke, dann kann ich was machen. Wenn ich nicht gucke, dann handle ich aus einer Illusion. Also das ist vielleicht eine Antwort auf deine Frage, wann ist es wahr und wann ist es eine Illusion. Nochmal auf die Kampfkünste zurückzukommen, die ja bei den Griechen auch schon gab. Ich muss, wenn mich der Gegner angreift, sehr genau gucken, was er macht. Wenn ich das mache und weggucke, dann kann ich nichts machen. Er erschlägt mich.
Aber wenn ich genau sehe, jetzt hebt er das Schwert, jetzt macht er das, dann kann ich darauf reagieren. Ob das jedes Mal funktioniert, ist eine andere Frage. Aber ich habe eine Möglichkeit, es zu transformieren, die Energie. Und bei den Griechen war es ähnlich. Das Theater hatte die Aufgabe, dass sie sozusagen einen kollektiven Jahresrückblick machten. Was haben wir gemacht? Was ist das Ergebnis davon? Und wollen wir das so weitermachen? Und weil man die Wahrheit natürlich nicht 1:1 verträgt, haben sie das im Gewande des Mythos gemacht. Also die haben Geschichten genommen, die die aktuellen tagespolitischen Themen betraf, aber sie haben sie im Mythos von einem Homer oder sowas verpackt. Also wenn die Rede von Odysseus oder von wem auch immer ist oder Ödipus, dann ist damit unter Umständen Perikles gemeint gewesen. Und natürlich, wie organisieren wir unseren Staat? Und die Frage mit dem Mitleid ist natürlich interessant, weil sie dann nämlich noch interessanterweise Stücke gezeigt haben, die das Leid ihrer Feinde gezeigt haben. Ja, wenn Aeschylus ein Stück schreibt, die Perser, die Griechen haben gegen die Perser gekämpft, aber jetzt zeigen die, wie die Perser unter ihren griechischen Angriffen gelitten haben. Das ist eine interessante Figur, dass man das Leid der Feinde zeigt, also die Wirkung der Taten, die ich in die Welt setze. Da kommt eine moralische Komponente rein. Will ich das eigentlich so? Da geht es nicht nur darum, dass wir hier die tollen Griechen sind und wir machen jetzt, was geht, sondern wir gucken, was hat denn das für eine Wirkung in der Welt. Und das gleiche Thema mit der Medea zum Beispiel. Das ist das erste frauenfreundliche Stück in der Weltliteratur. Da wird das Schicksal einer Frau genommen und die Frau galt ja bei den Griechen, war nicht besser gestellt als ein mieser Straßenköter. Und da kommt ein Euripides und sagt, guckt mal, was wir mit der Frau da anstellen. Was dieser Jason mit dieser Frau da anstellt. Wir sind in der Ecke, der die reibt. Also da werden nicht nur einfach Visionen beschrieben und die Folgen meiner Taten, die ich mir dann angucke, sondern es werden auch moralische Fragen reingeworfen. Also die Frage, wenn man die Frage stellt, was ist hinter der Heeresbäckerei für eine Idee, was ist hinter diesem Stumpf hier für eine Idee, was ist hinter der Mauer hinter einer Idee, das sind erstmal Ideen. Aber die Frage ist, aus welcher Ecke kommen sie? Ist da noch eine moralische Komponente dabei, ja oder nein? Also es geht nicht einfach nur um Imaginationen und Visionen, wie ich die Welt verändern wollte. Das hatte Hitler auch. Das hatten die im Kaiserreich auch. Das hatten die in der DDR auch. Aber die Frage ist, haben sie die Folgen ihrer Taten so weit bedacht, dass man also die Feinde mit im Auge hatte? Oder ging es immer nur um die Verteidigung des eigenen Terrains? Also eine egoistische Thematik eigentlich. Wir sind das Volk oder irgend sowas. Ja? Und die Refugees bleiben außen vor. Und das Interessante ist ja, dass heute immer noch die alten Themen zitiert werden. Ich frage mich da, wenn ich das höre von den Griechen und alles, das ist ganz lange, ganz alt schon in unserer Kultur vorhanden, dass die Transformation und das Verwandeln von unserem eigentlich aktuellen Punkt, können wir uns verändern, können wir unseren Konflikt bearbeiten. Warum schaffen wir das eigentlich heute immer noch nicht? Warum können wir nicht einfach unsere Konflikte selber bearbeiten und was Gutes draus machen? Naja, ich meine, wir haben heute teilweise eine Wahrnehmungsschwäche. Angela Merkel hat das vor 2-3 Jahren, als die Flüchtlingskrise losging, als postfaktisches Zeitalter beschrieben. Beispiel, in Görlitz sind gefühlt 50.000 Flüchtlinge, real sind es wahrscheinlich 750. Das heißt, wir haben Vorstellungen, wie die Wirklichkeit sei, aber wir haben nicht mehr die Fähigkeit, wirklich zu gucken, wie es wirklich ist. Und ich verstehe das. Also Wolfgang Thierse, der ehemalige Präsident vom Bundestag, hatte neulich in einer sehr interessanten Sendung gesagt, wir haben so viel Angst, dass wir nicht mehr hingucken können. Wir werden überschüttet von diesen ganzen Sachen. Man möchte natürlich gerne weggucken, aber dann kann man nichts mehr transformieren. Also wie ich es gerade eben bei dem Aikido gesagt habe, ich muss gucken, was kommt da auf mich zu. Oder ein Arzt, der muss hingucken, um helfen zu können. Er muss genau gucken, was da los ist, dann kann er eine Handlung vollziehen und helfen. Wenn er nicht hinguckt, kann er nichts machen.
Dann kann er sich noch was Tolles ausdenken, das funktioniert nicht. Ich muss hingucken, damit die Dinge sinnvoll sind, also die Sinne voll sind. Und auf das reagiere ich, was ist. Aber wenn ich nicht hingucke, und dazu gehört natürlich ein gewisser Mut, muss man auch sagen. Wenn ich mir die ganzen Probleme, die gerade auf dem Globus unterwegs sind, angucke, dann kann ich verstehen, dass man sich versteckt. Und Wolfgang Thierse sagte, wir haben so viele Probleme. Das einzigste Problem, was wir gerade ein bisschen am Zipfel kriegen, ist das Flüchtlingsproblem. Aber es sind noch ganz, ganz, ganz viele andere Probleme. Und jetzt wird natürlich alles auf diesen Punkt fokussiert. Ja? Aber die anderen Probleme, da haben wir nicht die Kraft und den Mut, uns anzugucken. Und das ist der Punkt. Wir müssen gucken lernen, ohne zu kollabieren. Wir müssen es aushalten, dass wir das sehen. Und erst dann kriegen wir aus der Sache heraus die Idee, was wir machen können. Das heißt, man muss eine starke Persönlichkeit haben, um das auszuhalten, was ich da sehe, weil das ist nicht alles schön, was ich da sehe. Und das Zweite ist, ich brauche eine bewegliche Seele. Ja, eins der Probleme besteht ja darin, dass ich, wenn ich einem Problem begegne, gar nicht mehr weiß, wie ich mich bewegen soll. Wir sind in unseren Seelen teilweise fixiert. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite eine seelische Beweglichkeit bekommen, um Lösungsvarianten durchzuspielen. Ich frage mich manchmal, ob diese ganzen Massaker von Littletown und so weiter nicht daraus resultieren, weil die Leute keine Alternativwege mehr denken können. Fixierte Seelen, das heißt also, da ist der Erstarrung und die muss wieder in Bewegung gebracht werden. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine Persönlichkeit, die sich nicht erschlagen lässt von dem, was auf sie zukommt. Dann kann man überhaupt sich die Folgen seiner eigenen Taten angucken. Und das Interessante ist bei den Griechen, weil die das ja kollektiv gemacht haben, die hatten Spaß dabei. Die haben sich nicht immer, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch, sondern die hatten Spaß zu sagen, oh ja, habe ich Quatsch gemacht, okay, mache ich morgen anders. Also die hatten eine Leichtigkeit drin, die hatten einen Genuss dabei, sich zu entwickeln. Man muss ja auch Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist da ist eine Chance, eine Riesenchance. Und dann, wenn man guckt und die Sachen genau anguckt, dann kann Hilfe werden und dann wird sie auch Wirklichkeit. Dann hat es eine Wirkung und ist nicht eine Illusion. Wenn ich all das jetzt höre, habe ich unglaubliche Lust anzufangen mit Transformation. Und Kunst, ich habe jetzt verstanden, Kunst ist ein Weg, die Dinge, die wir besprochen haben, zu verändern, zu transformieren. Das kann man lernen. Und Moment. Ich hatte gerade einen Gedankenblitz, den muss ich erst mal fangen. Ja, das kann man lernen. Ja, das kann man lernen. Und für mich sind eigentlich immer noch die alten Griechen immer wieder der Maßstab. Also dass die so eine Kultur hervorgebracht haben. Und man muss sich klar machen, sie hatten zwei Probleme. Innenpolitisch hatten sie das Problem, dass das ganze Volk ständig unter einem dionysischen Rausch war. Also die haben gesoffen und weiß der Geier was, die ganze Infrastruktur stand in Frage, ob die zusammenbricht. Und die zweite Problematik, das sie hatten, war ein außenpolitisches Problem, dass die Perser sich ständig überrollen wollten. Eine gewaltige Armada, eine Riesenarmee. Und in Delphi haben sie Künste trainiert. Also das, was wir sagen, ja, Transformation. Es kommt eine Kraft auf mich zu, was mache ich jetzt? Also die Schlacht bei Salamis oder die Marathonschlacht. Da kommt ein gewaltiges Heer und da sind ein paar griechische Handeln und schaffen es, dieses gewaltige Heer zu besiegen. Das ist schon ein Phänomen. 300 griechische Soldaten besiegen 10.000 persische Soldaten. Warum? Das ist so eine Art mentales Aikido oder wie ein Aikido. Ja? Kommt was auf mich zu, mit einem kleinen Drehpunkt, bumm, lenke ich die Kraft um und sie verzehrt sich selbst. Und das Interessante ist bei Aeschylus, dass auf seinem Grabstein steht, hier ruht Aeschylus. Ich habe beim Marathon gekämpft gegen den Perser, den Schwarzbärtigen. Da steht nicht auf seinem Grabstein, ich habe die Orestie gedichtet, sondern er beschreibt, dass er im Angesicht des Todes seine Kunst bewährt hat, Kampfkunst. Da flogen die Pfeile auf ihn zu und er hat es überlebt. Also er war so geistesgegenwärtig, dass er das ausbalancieren konnte. Das kann man lernen. Und Theater ist eine Möglichkeit. ja, das will ich unbedingt lernen. Und ich glaube, es ist ein langer Weg, aber wie du gesagt hast, man kann es lernen. Und dann beenden wir hier das Gespräch und gehen wieder an die Arbeit.